Hi, wir sind Tobi und Sarah. Ende August haben wir unsere Jobs gekündigt und sind seitdem mit unserem 40 Jahre alten Bus auf Reisen. Steigt ein und begleitet uns. Wir sind jetzt gerade von der Osum-Schlucht über Berrad hierher gefahren. Das ist der Weg zu unserem Stellplatz für heute Nacht. Der Stellplatz befindet sich zwischen Berrad und Permet auf der SH74. Was wir bis dato nicht wussten, dass die SH74 laut Internet zu einer der gefährlichsten Straßen in Albanien gehört. Also bis, ich weiß nicht, die ersten 10 Kilometer oder so waren nagelneu geteert. Und dann fing der Schotter an, der mal gröber, mal feiner ist. Und wir sind gespannt, was auf uns zukommt. Genau, die Albanerin hat ja uns eigentlich gesagt, dass wir nicht bei Osum weiter runterfahren sollen. Und jetzt sind wir hier. Na toll. Genau, und jetzt ist die Strecke deutlich länger, als wenn wir bei Osum einfach direkt nach Permet gefahren wären. Deshalb wieder mal gelernt, was wir schon eigentlich davor wussten. Immer erstmal selber hinfahren und schauen, wie es ist. Und umdrehen kann man immer. Und laut Google Maps ist das hier eine Hauptstraße, also ist gelb eingezeichnet wie eine Schnellstraße. Und ja gut, es ist auch eine direkte Verbindung halt zwischen den Dörfern, aber alles andere als eine Hauptstraße im deutschen Sinne. Genau, die Albanerin hatte zu uns gesagt, dass wir ja nicht von der Osum-Schlucht weiter runterfahren sollen, sondern über Berrad und dann nochmal zurück. Jetzt fahren wir die Straße und ich wundere mich schon, erstmal war sie super geteert und jetzt sind wir hier im Dauerschotter, also jetzt kommt auch nur noch Schotter. Und ja, nachdem ich jetzt gegoogelt habe, heißt es, es ist eine der gefährlichsten Straßen. Meine Wangen sind schon glühend heiß, aber wir haben uns jetzt entschieden, dass wir es jetzt machen. Beim Park von Night haben wir auch Bilder gesehen mit anderen Fahrzeugen, die auch kein Allrad haben. Und umdrehen kann man ja jederzeit, aufgetankt ist unser Auto. Wir haben jetzt doch deutlich früher einen Stellplatz gesucht, weil wir nicht im Dunkeln fahren wollen und stehen jetzt hier neben der Straße, aber dafür mit phänomenalem Ausblick. Und morgen geht es dann, ich denke mal, relativ früh weiter, weil wir doch noch, ich weiß gar nicht, wie viele Kilometer es bis Permet sind. Viele. Auf jeden Fall einige und auf der Strecke dauert es halt einfach ewig. Wir haben jetzt nochmal eine Nacht darüber geschlafen und bis zum nächsten Abzweig wären es 50 Kilometer. Das bedeutet hier auf dieser Straße fast einen Tag fahren. Darum fahren wir jetzt doch nochmal außen rum und fahren wieder an die Küste und werden die heißen Quellen erst von unten machen. Das heißt, bis nach Oricum, also wir sind hier, bis nach Oricum brauchen wir 135 Kilometer. Das sind 2 Stunden 30. Für uns geht es jetzt heute südlich von der Halbinsel, wo wir stehen, also südlich von Oricum, an den Strand. Dort werden wir dann voraussichtlich 2 Tage oder so stehen, weil wir jetzt letzte Nacht Starkregen und extrem starke Windböen hatten, dass das Dach manchmal schon geknackst hat, weil wahrscheinlich das Solarpanel vom Wind unterwandert wurde. Und außerdem habe ich dann endlich mal Zeit, das Wassersystem bei uns zu flicken, weil das Auto ist zwar jetzt von außen dicht, zumindest das, was wir sehen, aber unsere Schläuche sind an einer Verbindung noch nicht ganz dicht. Das hatten wir schon länger gesehen und dann mit Decasil, Dichtmittel, immer umspült, weil wir es erst nicht dicht bekommen haben, aber es wird einfach nicht besser. Und deshalb zerlege ich das heute dann komplett und mache es dann wieder neu. Beziehungsweise lasse das T-Stück dann gleich draußen, weil wir den einen Wasserhahn sowieso nicht verwenden.
und dann sollte alles passen. Was lernen wir bei einem alten Auto? Es gibt immer was zu tun. Wenn du denkst, du bist fertig, ist garantiert irgendwo anders das nächste. Tobi, wo sind wir hier? Wir sind jetzt gerade auf dem Lugara Pass und fahren jetzt hinter die Spitze in die Bucht und dort werden wir dann die nächsten 2 Tage stehen. Das ist da, wo wir hinfahren. Heute ist Premiere. Wir probieren zuerst das erste Mal heute unseren Omnia-Backofen aus. Und es gibt Gemüse im Teig à la Tobi, weil Tobi macht den Teig und ich schnippel einfach den Rest. Heute ist Tag 2 an dem Dermute-Strand und Tobi wird jetzt gleich das Wassersystem reparieren und ich werde unsere Lebensmittel sortieren. Aber die Sonne ist gerade rausgekommen und das Wasser leuchtet wirklich türkisblau. Ich werde jetzt das Wassersystem flicken, weil wir seit eigentlich Beginn unserer Reise hier einen Wassereinbruch hatten. Und am Anfang habe ich es hier mit den Schellen versucht abzudichten, das hat aber nicht geklappt. Und deshalb haben wir dann hier immer mehr Dichtmittel drüber geschmiert. Und jetzt baue ich es aus, werde das T-Stück zum Bad hin entfernen und einfach mit dem Schlauch verbinden, weil das Waschbecken im Bad verwenden wir sowieso nicht. Wir machen alles über das Wassersystem von der Küche. Daran lag's. Wollte ich sagen. So, und jetzt kommt die Generalprobe. Okay. Ja. Gib Feuer. Ich habe mal wieder den Duschhahn aufgelassen und die Sarah hat gerade zu Recht gesagt, es kommt weniger. Es kam alles hier unten raus. Ja, ich lerne es einfach nicht. Jetzt könntest du noch mal... Scheiße. Okay. Ja. Und wenn der Duschhahn auch zu ist mit dem Absperrhahn, ist es dicht. Also die Strände hier unten sind richtig schön, aber leider auch richtig zugebaut.
So von der Landschaft waren die im Norden, finde ich, fast schöner, weil sie einfach nicht so mit Hotels zugebaut sind und voll sind. Und man kann nur erahnen, was hier im Sommer dann los ist. Aber von der Wasserfarbe ist es hier unten ein Traum. Herzlich willkommen am Livadi Beach mit spektakulärem Ausblick. So, Livadi Beach, wir stehen ganz hinten im Eck und es sind hier lauter Hotels im Aufbau und Campingplätze. Und die Baustelle ist super aktiv, also die Albaner nutzen die Winterzeit oder die beginnende Winterzeit, um weiter aufzubauen. Und ich schätze mal, das sind alles Hotels, die jetzt hier gerade entstehen. Sieht so aus. Prost! Cheers! Prost! Wir sind jetzt hier in Porto Palermo in einer der Burgen von Ali Pascha. Die Burg wurde 1804 fertiggestellt und diente als Verteidigungsanlage hier am Mittelmeer von Albanien. Wenn man jetzt die Wand da anschaut, die ist also zwischen 3,2 und 3,5 Meter dick, was schon ziemlich beeindruckend ist. Und wir haben jetzt gerade eine Privatführung hier bekommen. Ich weiß nicht, der hat sich bestimmt 10, 15 Minuten Zeit genommen, uns alles erklärt. Und jetzt dürfen wir alleine hier durchgehen. Wir haben jetzt unten nochmal eine zusätzliche Privatführung bekommen. Der Kassierer oder der Guide kam dann nochmal zu uns und hat uns persönlich durch alle Räume geführt, was extrem cool war. Und hat es immer mit so einer Geschichte auch außenrum aufgebaut, dass wir uns zurück in die Zeit versetzen. Zudem hat er erzählt, dass die ganze Burg hier oder die Festung im Zweiten Weltkrieg an die Italiener fiel. Und wo dann die kommunistische Zeit anfing, ging es eben in den Kommunismus über, wo es dann aber ein Gefängnis war für 200 Insassen insgesamt. Zuvor waren hier maximal 80 Leute stationiert, also die Gefängnisse waren proppevoll. Und da hat man dann auch die Räume gesehen, wo die Insassen, wenn man nicht die Steuern gezahlt hat zum Beispiel, wurde man dort auch für 2 Monate inhaftiert. Und wenn man danach noch immer nicht zahlen konnte, gab es einen Hinrichtungsraum. Und also kleine Details mit Geschichten hat er außenrum erzählt, was echt super ist. Und wir waren im Rollenspiel mit integriert. Ja, ich war der Ali Pascha mit, ich weiß nicht, 30 oder 32 Tonnen Gold. Schön wär's. Und die Sarah war die erste Frau, die dann in dem einen Raum mit der ersten Ballerina oder Tänzerin konkurrieren musste. Aber echt super. Und jetzt sind wir hier gerade oben auf dem Dach und die Aussicht ist auch der Wahnsinn. Eintritt? Genau, Eintritt hat es 300 Lek gekostet, da wir aber pro Person, nur noch 300 Lek insgesamt aktuell haben und heute auch keinen Geldautomaten gefunden, haben wir mit Euro gezahlt, was auch kein Problem war. Das waren dann 5 Euro für uns beide. Wir haben uns gerade gewundert, vor der Burg ist so ein kleines Häuschen. Wir dachten erst Vogelhäuschen oder keine Ahnung. Und dann kam unser Guide nochmal und meinte, das ist für die Katze, die hier wohnt, und hat uns ein Video gezeigt, damit keine Mäuse in die Burg kommen.
Wir hatten jetzt die letzten 2 Tage ein Problem, einen Geldautomaten zu finden, der in der Nachsaison noch offen ist, beziehungsweise wo man noch Geld abheben kann. Wir waren jetzt 2 Tage nicht erfolgreich, haben jetzt die Burg schon mit Euro bezahlt deswegen und haben jetzt im nächsten Ort oder in der nächsten Bucht sind wir jetzt hingefahren, weil ein Geldautomat verzeichnet war, der natürlich auch wieder außer Betrieb war. Und dann sind wir jetzt einfach zu so einem kleinen Minimarkt und haben gefragt, ob der weiß, wo man hier Geld abheben kann, beziehungsweise ob man mit Karte zahlen kann. Und nachdem er nicht mit Karte zahlen kann, hat er seinen Sohn angerufen und der hat uns angeboten, dass wir auf sein PayPal-Konto den Betrag, den wir möchten, überweisen und seinem Vater vom Laden uns das in Leck bezahlt. Wollten wir da machen, das hat aber nicht funktioniert und irgendwie kam mir drauf, dass wir halt noch Euro haben, aber wir dachten, wir können hier eigentlich ja allgemein eher weniger im Shop jetzt mit Euro anfangen, in so einem ganz kleinen Markt. Und über die Kommunikation mit dem Sohn in Englisch war es dann ja relativ schnell klar, dass wir ihm einfach also wir haben jetzt 100 Euro und wir kriegen dafür das in Leck und wir konnten jetzt ganz normal einkaufen und haben morgen Frühstückssachen. Und wir sind total angetan von dieser Gastfreundschaft, dass du hier, also er hat erstmal Nein gesagt, hat Tobi weggeschickt oder Tobi ist dann gegangen und dann hat er noch gesagt, warte und hat probiert für uns eine Lösung zu finden, finde ich super freundlich. Er hat kein Wort Englisch gesprochen, aber man konnte so raushören, wie es gibt nur in den größeren Orten Bankautomaten wie in Ksamil oder Saranda oder weiter im Norden, aber hier in den ganzen Buchten sind die außer Betrieb. Müsste doch gehen von der Seite. Wir haben an unserem Platz heute andere kennengelernt, die auch in der Elternzeit reisen. Und wir haben mal wieder relativ früh um 8, glaube ich, schon geschlafen. Und er von beiden hat bei uns dann geklopft. Ich habe es nicht mitbekommen, weil ich schon geschlafen habe. Sarah stand dann senkrecht im Bett, dachte sich aber, nachdem ich nicht reagiert habe, dass sie sich eingebildet hat. Wir haben ihm dann über Instagram geschrieben, ob er das war und was los ist, weil ich dann auch gesehen habe, als Sarah mich geweckt hat, dass die weggefahren sind. Und beim Van vor denen wurde versucht einzubrechen. Daraufhin haben wir jetzt die Sachen gepackt und sind weiter hinter zu einer Bar gefahren, da ist gegenüber die Polizeistation. Jetzt stehen wir hier zwar wie die Hühner auf der Stange, ich glaube insgesamt 4 oder 5 Vans, aber dafür sind wir sicher, hoffen wir zumindest. Heute ist Tag 3 hier am Strand in, ich habe den Namen schon wieder vergessen, Borsch. Borsch. Und heute ist auch eine Premiere für die Sarah. Das erste Mal auf unserer Reise nach 6 oder 7 Wochen, dass sie die Hängematte aufspannt. Und dann hat sie gleich den vermeintlich perfekten Platz. Wir fahren heute Richtung Ksamil, beziehungsweise etwas nördlich davon zu einem Strand. Da steht einer, den wir schon kennen und genau, die letzten 3 Nächte haben wir auf demselben Platz verbracht, weil wir um die 25 Grad haben und wir uns gefühlt haben wie im Paradies. Warte. Oh, ist das süß. Wir sind jetzt aktuell in Saranda. Sarah ist gerade einkaufen und ich warte im Auto, weil wir sehr bescheiden stehen. Hier ist extrem viel Verkehr, das haben wir nicht erwartet. Und das Navi ist auch ausgestiegen, also heute haben wir mit Google Maps navigiert. Das hat dann nicht mehr den Weg angezeigt von da, wo wir sind, sondern hat uns irgendwo verloren, wollte uns dann die kleinsten Gassen hochjagen. Deshalb sind wir jetzt dann einfach zurückgefahren, haben durch Zufall noch den Big Market gefunden
Und gleich geht es dann weiter zum Strand, wo wir den Roman treffen. Wo ist der uns denn hin? Ich weiß schon, dass wir normale Reifen haben. Das Auto. So, die Schlimmelstraße fahren wir nicht, aber hier, wo es senkrecht runtergeht. Ja, klar. Wir sind jetzt angekommen und stehen wieder direkt am Strand. Richtig geil hier. Unser Privatstrand mit geschlossener Bar. Wir waren jetzt heute nochmal beim Bunker hier oben, ungefähr 1,5 Kilometer entfernt von dem Stellplatz. Da hat uns einer aus Ungarn mitgenommen, also ein Roman und uns beide. Für uns hat er hinten sein Bett schnell zusammengeräumt und wir saßen dann quer auf dem Bett im Discovery, also mit dem Land Rover Discovery. Und er ist den Hungarian Style hochgefahren, das heißt mit Vollgas den Berg runter, wo wir wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie lange haben wir hier runter gebraucht, 5 Minuten für die letzten 500 Meter, weil wir halt langsam mit unserem Auto drüber gefahren sind und er hat Vollgas gegeben, also unserer Meinung nach Vollgas. Dann haben wir den Bunker besichtigt, das seht ihr jetzt dann auch gleich. Und beim Runterfahren, also oben hat er erstmal seinen Spiegel abgefahren, weil das im Busch hängen geblieben ist. Und beim Runterfahren hat er gefragt, ob wir mal einen Hungarian Style fahren wollen. Und wir dachten, wir fahren schon, weil es war abartig schnell für mein Gefühl. Und dann hat er richtig Gas gegeben. Und es war so, ja, vom Gefühl her, als ob man gerade auf der Landstraße aus dem Ort raus beschleunigt oder so. Und das halt so einen Berg runter und unten standen unsere Autos. Aber man muss zugeben, es hat schon richtig Spaß gemacht. Auch wenn man hinten noch rumgeschüttelt wurde, kaum Halt hatte. Ich denke, man sieht es auch im Video ganz gut. Aber es war ein Erlebnis mehr auf der Reise. Hier sind richtig viele. Wir stehen jetzt hier den zweiten Tag an der Bucht und haben soeben Besuch von Kühen bekommen. Und das kleine Kalb hier ist gerade schon in unseren Schlafsack, der zum Lüften hier hängt, gegangen und das Auto hat ein bisschen gewackelt. Ich weiß nicht, was sie genau gemacht hat. Und irgendwo da ist auch die Mama.
Wir sind immer noch am Strand Picardy und da hinten, also von der Bucht, wenn man hier ein bisschen hoch geht, hat man einen Blick auf die Stadt Saranda, wo wir gestern drin waren, wo so ein richtig großes Verkehrschaos war. Da hinten. Frühstück! Guten Morgen. Guten Morgen. Es ist Frühstückszeit, wie ihr sehen könnt, mit Brot, Marmelade und Erdnussbutter, unseren Resten aus Deutschland, zumindest die Erdnussbutter. Ja, und heute... Stimmt, mittlerweile. Und heute ist Premiere. Ja, heute haben wir was ganz Besonderes für uns vor. Wir haben jetzt das erste Mal seit Kroatien eine feste Unterkunft für eine Nacht. Und zwar haben wir in Ksamil ein Airbnb gebucht, damit wir endlich mal wieder eine richtige Waschmaschine haben. Eine heiße Dusche. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Strom ohne Ende, so viel wir brauchen, um alles zu laden. Weil wir in letzter Zeit so kurze Etappen fahren, können wir nicht mehr alles laden. Weil die Drohnenakkus oder so, die ziehen so viel Strom aus der Batterie, dass das Solar bei leicht bewölktem Himmel nicht mehr nachkommt. Und ja, da freuen wir uns auf jeden Fall schon extrem drauf. Ja, Etappen waren so kurz, weil wie ihr sehen könnt, hier überall schöne Strände sind. Man trifft ständig Leute, es ist einfach toll zusammenzusitzen. Und man bleibt einfach länger an dem Ort hängen. Vielleicht auch, weil wir mittlerweile ein bisschen langsamer reisen als am Anfang. Ja, und meistens ist es so, die Plätze, wo man sagt, ja, bleiben wir eine Nacht, bleibt man dann 2 bis 3 Nächte. Weil es einfach zu schön ist. Genau, also heute ist für uns, wie gesagt, dann die Premiere und wir wollen uns dann auch, weil es ist in Ksamil selber, da wollen wir uns auch die Stadt ein bisschen anschauen. Aber ich fände es eigentlich schön, wenn wir es abends machen würden, mit den Lichtern oder so, hat es bestimmt einen besonderen Flair. Ja. Warum nicht? Wir nehmen euch auf jeden Fall mit. Wir sind jetzt mittlerweile in unserem Airbnb in Ksamil, konnten auch schon schön heiß duschen, sieht man hoffentlich. Wir wissen es aber auch schon. Und jetzt geht's fürs Abendessen in die Stadt rein. Wenn euch unsere Videos gefallen, dann lasst gerne ein Abo und ein Like da.